Auf Anmeldung mit Rettungswagen, nüchtern und Unterschrift gebe ich das schon mal raus. Du heißt? Ich bin Philipp. Philipp? Ja. Philipp, erzähl mir bitte kurz, was es so für Speisen gibt. Currywurst Pommes auf jeden Fall der Renner, ne? Kleine Curry, normal. Oder zum Beispiel die Jumbo Curry von uns, ne? Läuft auch unmenschlich viel. Pferdecurry. Alles halt ums Thema Wurst, ne? So ein paar Nebenbei-Sachen noch, Schnitzel, Burger, Frikadellen. Ganz viel Pommes ohne Ende, selbstgemachte Salate. Ne? Den macht unsere Kollegin jeden Tag. Und du bist? Wer bist du? Immer noch Hä? Flo. Flo. Einmal nur Florian. Flo. Florian. Genau, einfach nur Flo. Okay. Und die Frikadellen? Das ist Eliko, unsere Arbeitskollegin. Die macht jeden Tag, macht sie immer, wie viel Kilo machst du immer? 6, 12? 6 Kilo jeden Tag. Frikadellen. Frikadellen, immer hausgemacht, frisch. Wann macht ihr auf? Wir machen immer 11 Uhr, also von Montag bis Freitag von 11 bis 21 Uhr. Und dann von Samstag von 12 bis 21 Uhr halt. Letzte Bestellung nehmen wir immer meistens Viertel vor, 10 vor, 9 nehmen wir die Bestellung an und dann ist Feierabend. Wobei irgendwann brauchen wir auch mal Feierabend. Okay. Aber natürlich, die ganzen Würste werden speziell von Fleischer angefertigt. Genau. Das Nach wär- euren eigenen... Genau, richtig. Da haben wir unser extra Fleischer. Der liefert uns zweimal in der Woche, liefert er. Doch, ist schon eine Menge, die bei uns hier. Ja. Und wie lange selbst bist du hier? Seit wie vielen Jahren arbeitest du hier? Also ich bin jetzt etwas über 9 Jahre bin ich hier. 9 Jahre! Etwas über 9 Ja, Jahre. dann kannst du sehr gut hier in den Geschäft, in Ja, den Geschäftsleute. ja. Dann bin ich hier bei dem Doch. richtigen Mann hier heute auch. Doch, Hast du dafür, schon, also kannst auf jeden Fall hier schon was erzählen doch, heute. so ein Ja, bisschen erlebt hier. Doch, Ja. Ja. das ist gut. Was denn das Ding? Kommen wir mal hinterher. Genau, das ist unsere ganze Wurstware. Ne? Okay. Und das wird, für wie lange wird das wohl reichen hier? Das reicht Ja. auch bis Freitag. Bis Freitag. Ja. Nehme ich gerne ein bisschen hier. Alles was da steht und so bis Freitag. Dann ist alles weg. Und dann kriegen wir Freitag wieder neu. Ansonsten dieser ganze Schaum so, du siehst ja da oben alle. Aha, die da. Genau. Okay. Aber hier ist auch so. Das ist jetzt Curry Mayo. Guck mal, ja. Das wäre normale Mayo. Ja. Die verfeinern wir mit Currycreme. Aha. Also Currycreme mit runtermischen. Okay. Curry. Wie lange gibt es den Imbissladen schon? Den Imbissladen, also Imbissladen, den gibt es jetzt. 30, 40 Jahre? Nee, nein. Warte mal. Weniger? 19 Jahre. 19 Jahre. 19 Jahre jetzt unter Stefan. Genau. Seit kurzem. Genau. Unter Stefan so 19 Genau, Jahre. Aber genau. davor? Davor, da Weil- gibt es, die Hütte gibt es schon über 60 Jahre. Ah. Aber nur eine andere halt. Ja, genau. Auch mit. Der hat Frühstück gemacht, also belegte Brötchen und so. Und Zigaretten Vorher, vom LKW. genau. Okay. Ja, Also so ein Shop. Okay. Okay, so ein Shop so halt. Okay. ja. Könnte man damals noch anrufen? Hier. Ja, das geht immer noch. Das funktioniert auch noch. Ja? Ja. Ja, hier. Ja, ist gerade nicht Ja, hallo? für dich. Nein, danke. Deswegen das richtige Sehr Telefon. gut. Wird auch außer Haus geliefert? Ja, Ja? also nein. Außer Haus wird nicht geliefert. Die Leute können vorbestellen Ah, okay. und dann können sie das Essen eben halt, sage ich jetzt mal, wenn es dreimal Currywurst Pommes ist, in 10 Minuten, wenn nicht viel los ist, in 10 Minuten, 15 Minuten können sie das abholen. Also aber liefern, da kommt man nicht hinterher. Ich bin bis zu deinem Feierabend noch mal kurz.
Genau, das wäre aber so eine Portion Pommes. Kalbscurry oder Pute, Bison, also nichts, was mit Schweinefleisch zu tun haben, machen wir auch immer in einer extra Fritteuse. Das heißt, das ist nicht mit Schweinefleisch in Berührung. Das heißt, es gibt Currywurst mit Schwein, Genau, Geflügel, genau. welche noch? Bison, Kalb, dann haben wir vegetarisch, vegan, dann haben wir noch Pferdewurst. Pferdewurst ist aber ein kleines bisschen Schweineanteil mit drin, wegen der Masse, sonst hält das halt nicht. Ja, dann haben wir eine Käse Jalapeno, Krakauer. Das heißt, da ist Käse Jalapeno mit in der Krakauer mit drin. Dann haben wir noch Wildschweinbratwurst. Eine Wildcurry haben wir auch noch. Da wäre Wild, also Wildcurry heißt eben halt Hirsch, Reh, Wildschwein und Normalschwein. Das wäre alles in einer Wurst mit drin. Currywurst Pommes. Currywurst, ein bisschen schärfer. 5, ja. Haben wir eine 5er. Pommes das drauf? Mayo bitte. Mayo. Zum Essen oder mit dem? Yes. Kommt noch Getränke dazu. Warte mal. Machen wir zwei. Was? Ja? 2 Kiesmischen. Ja. Ja, macht 3 Tee. Ja, der hier. Der hier. Hier, Jungs, wie oft seid ihr hier? Wie oft? Ja, oft, monatlich. Alle 2, 3, 4 Monate. Alle? Okay. Leider zu wenig. Okay. Müsste öfter sein auf jeden Fall. Jemand schon die schärfste hier Currywurst versucht? Gegessen? Nee? Also immer so mittel so 5, 6, ja? Oder? Ja. Danke. Am Abbrechen? Alles dran? Ja, genau. Aber da kommt noch was dazu. Ja. Eine vegane. Stärke 5 mit Pommes und Mayo. Eine vegane. Also auch bestellt, ne? Stärke 5. Vegan. Jawohl. Und dann eine normale Stärke 2 mit Pommes ohne Mayo. Aber das wäre das natürlich jetzt. Und das zum Mitnehmen, ne? Genau. Dann sind wir bei 102,90 €. Was kann ich dir Gutes tun? Ja, einmal Currywurst Pommes mit Pille gehen. Ja. Platzbau. Ja, was Platzbau? Ach, siehst du? Ich wundere mich jetzt auch erst, wo du sagst. Da ist er. Ich kapiere gar nicht. Dann ist sonst meine Frage. Können wir auch. Guck mal. Jetzt Cheeseburger? Das ist der Cheeseburger, genau. Das ist dänischer Senf, Röstzwiebeln, frische Zwiebeln, dänische Remoulade, Jalapenos, Gurken. Und dann haben wir hier so ein bisschen Salat für die Optik. Und den Deckel drauf. Das war der Cheeseburger. Oder? Hab ich? Die normale Größe an diesem Currywurst. Ist normale Größe oder? Das ist die normale Größe, genau.
Geflügel? Bitte? Geflügel? Nee, Schwein. Das ist Schwein. Ja. Ich mag gerne einmal die Currywurst mit Pommes. Ja, was? 5 gerne. Pommes wird eigentlich noch drauf? Nein. Das war unser, ne? Perfekt. Welches das hier ist? Das ist die vegane. Die Veganer. Ja. 6. Da wenn gleich das Flo jetzt. Philipp übernehmen, ne? Ja. Philipp. Oder Ian, aber ich glaube, du bist gar nicht hier, ne? Du bist gar nicht eingetragen, ne? Doch? Ja. Also entweder mach ich Essen oder er. Du hättest doch sein können, dass du was essen wolltest und gedacht hast, ey, oh nein. Aus welchem Fleisch wird am meisten so bestellt? Ganz normal die diese Currywurst, Schweinefleisch, ne? Ja? Ja, das ist der Klassiker. Und die Soßen alle ausgemacht, das ist ja eine Ketchup, ja? Ja, genau, das ist halt aber selbst gemacht. Selbst gemacht, ja. Die, also welche Schärfe so am häufigsten bestellt wird, ist so 5, Ja. 4, das wäre so am häufigsten. Ne? Oder die 3 halt auch ganz leicht. Ne? So. Ab der 6, ich sag immer so, ab der 6 geht Schärfe los. Ne? Wir machen allerdings ab 5 auch schon selber. Kann man auch schon auf jeden Fall als scharf bezeichnen. Und wie wird das gemacht? So, macht ihr das selbst? Oder? Ja, genau. Also wir nehmen ein bisschen Chili-Soße, haben extra nochmal Habaneros und Knoblauch, Honig und dann mischen wir uns das alles selber ab. Ja, die 6er und 7er Soße kochen wir frisch auf mit frischen Chilis. Selber halt auch nochmal würzen, ein bisschen. Das heißt, jetzt wird das schon fertig gemacht oder das schon die Schärfe? Oder Das wäre jetzt fertig, ne? Das wäre jetzt eine 3 und 4, das ist eingekauft. Aber 5, 6, 7, wie gesagt, machen wir selber. Wie oft soll ich denn hier haben, Philipp? 4? 4 Mal. Weißt du schon, was du haben möchtest? Ja. Was hättest du denn gerne? Ein Cheeseburger oder ohne Jalapenos? Ohne Jalapenos. Möchtest du noch Pommes dazu haben? Nein, Nur den Cheeseburger so, ja? Jo. Perfekt. Mit weg war es noch nicht, ne? Steak? Ja. Danke. Bitteschön. Mit Pommes und einer 2 ohne alles, ne? Genau. Perfekt. Danke euch, schönen Feierabend. Danke.
25. Aber 23. Nein, zum Morgen drauf. Die kleine Wurst ist die Riesen, die Jumbo wäre die daneben. Ah ja, ich gehe schon mal raus damit, dann kannst du nicht stecken. So, Feierabend nachher. Ne? Lass euch nicht ärgern. Vor wem auch immer. So, danke. Dann stellst du am besten da rein. Danke. Ich wünsche dir was. Ja, alles Ne? Gute, danke. Ciao, ciao. Wir Vielen sehen Dank. uns, Ciao, ne? ciao. Danke, ciao. Wie lange arbeitest du hier? Seit? Ich arbeite seit 1,5 Jahren hier. Okay. Ich bin mit Ian gleichzeitig hier hingekommen. Mit dir? Ne? Mit Ian, der hier auch Ah, arbeitet. okay. Ich bin genau einen Tag später gekommen, als er Okay. angefangen hat. Und bis jetzt läuft alles gut. Ja. Ja, ich habe ja auch für die Fans hinten, also Fernseher, also Leihwand. Ja, genau. Ja. Das war für die Deutschlandspiele. Jetzt nicht mehr. Jetzt leider nicht mehr. Okay. Ich würde noch vielleicht das Finale an deren Stelle machen, aber ich kann leider hier nichts entscheiden, was der Chef möchte und was nicht. Okay. Okay. Nicht schnell beim Jungen, ne? Was ist? Ne? Aber Jumbo, ne? Ja, genau. Das ist Jumbo, ne? Richtig, wir teilen uns das. Sehr gut, sehr gut. Mit Pommes? Ja, bitte. Und das Pommes in der Paste? Ja, und zwar Curry Mayo. Curry Mayo, genau. Hier, du kannst die beiden zusammen machen. Was mit Ton? Ja, mit Ton. Nachher sieht mein anderer Mann das. Dann sieht das so aus, als soll bestellen, ne? Oder? Ja, da muss auch dahin gehen. Was hättest du denn gerne? Riesen-Currywurst. Also Jumbo. Pommes Mayo. Möchtest du eine Jumbo haben oder riesig? Nein, Nee, nein. Riesen. Okay, gut. Ist nicht scharf oder ganz normal? Mach mal 4 bitte. Du hast gestern 4, das war Vier. ja zu scharf. 4 ist okay, ja. Pommes mit Mayo? Mayo. Ich würde ja mal das Brief bei Ihnen Kann ich jetzt hinlegen. ja wieder dazu gehen. 28 wie gestern. Was hast du gesagt? 28? Aber ihr habt insgesamt 2 Gerichte, ne? Richtig. Super. Ja, der kleine Ding, 28? wir essen zusammen. 28, genau. 30. 30. Ich danke Mama, dir. es kostet nur 28. Mal so. Wir können auch eine 11 plus machen, wenn er will, ne? Das Nein, nein. nächstes Mal, nächstes Mal. Er denkt, er hat gestern eine 8 gegessen. Das ist ja nicht scharf. Er isst gerne scharf, aber Gestern war eine 4. der mein Mann. Oder klein. Ich weiß Nee, ich habe auch bei ihm eine 4 gemacht. Ich weiß, du meintest, ich soll gar nichts machen, aber 4 habe ich gemacht. Echt? Ja, klar. Sie können ihn angreifen, ich habe damit nichts zu tun. Ja, dann mach mal. Aber sollen wir das irgendwie noch... 2 ist ja ohne. durchteilen? 2 ist ja ohne. Ja, ist ja gut. Auch die Pommes aufteilen, oder? Ja. Soll ich sonst eine Hälfte 4 machen, eine Hälfte normal? Also für ihn wirklich eine 4? Nee? Mach überall eine 2, eine 3. Okay. Eine 3. Jumbo oder Riesen? Jumbo oder Riesen? Nein, aber wir müssen mit Jumbo fertig machen oder mit Riesen fertig machen? Riesen fertig muss.
Also welche Currywurst Fleischsorten gibt es? Schwein, Kalb, Bison, Rute. Dann hier nochmal die Krakauer. Dann haben wir eine Rostbratwurst, eine Wildcurry, Wildschwein, Bratwurst, ne? Also ohne Reh, ohne Hirsch. Oh, ganz viel. Früher hatten wir noch 2 verschiedene, vegetarisch und vegan. Inzwischen ist das eine. Oh, das ist jetzt Das ist die Jumbo Currywurst, die ganz große. Schwein. Ja, auch aus Schwein. Und die Ketchup-Soße, Ketchup macht ihr? Machen wir auch selber. Ne? Also es ist Tomaten-Ketchup mit Curry-Ketchup und gemischt und noch eine eigene Gewürze. Und die hier? Das ist Jumbo Currywurst. Das war Jumbo Pferdewurst hier. Ab. Ab 7 geht das ab. Ja, 6, 7. 6 ist dreimal so scharf, manchmal. Dadurch, dass die Habaneros alle frisch sind. Also die rote Habanero oder die gelbe Habanero. Und wenn die aus Peru kommen, sind die schärfer, als wenn sie aus Spanien kommen. Das ist ein Naturprodukt. Du kriegst das ja immer nie so gleich hin. Ne? Und welche nimmst du meistens? Alles. Alle? Alles probiert. Außer 10, außer 11 und 12, Habe oder? ich keinen Bock mehr drauf. Was machst du eigentlich? Machst du so einen gesunden Menschenverstand, machst du es nur einmal. Normalerweise isst du nur einmal die 10, 11 oder 12. Und ich habe das jetzt mal machen müssen durch Gruppenzwang. Ne, so eine Gruppe, ja, ess doch mal mit. Und das war auch okay. Aber ich habe da irgendwie keinen Bock mehr drauf. Wenn du jahrelang das auch immer scharf gegessen hast, also irgendwann merkst du es echt auf dem Magen. Und das schlägt einfach mehr durch als früher. Wenn du noch jung warst, so Mitte 20, da geht das noch. Ne? Moin! Ja, hi. Jetzt hast du es ja, jetzt haben wir es endlich mal geschafft. Bei der Brutzlöde. Ja, die Hütte. Hütte. Kannst du dich erinnern, als wir sprachen, du warst in Norwegen. Ich war in Norwegen, ja. Ich bin sogar ins Telefon gegangen. Wie war's? Es war sehr schön, aber schon viel zu lange her, dass ich mich daran erinnern kann. Okay. Nee, was wolltest du wissen? Was soll ich erzählen? Ja, du betreibst den Laden schon seit 19 Jahren. 19 Jahre. Wir haben nächstes Jahr Jubiläum, 20 Jahre. Brutzlöde, Gastronomie mache ich jetzt seit 25 Jahren. Ich habe früher, bevor ich die Hütte hatte, habe ich mal Krebs verkauft auf Festivals. War auch sehr, sehr geil. Aber da habe ich mir gedacht, machst mal was Vernünftiges. Obwohl Festival ja, naja. Und jetzt betreibe ich seit 20 Jahren und das High-End ist halt eben unsere Currywurst. Das sieht man ja vielleicht auch ein bisschen. Und auch die schärfe Sachen. Und wir haben ja auch Foodtrucks. Also wir haben 3 Foodtrucks, wo ihr uns mieten könnt. Wenn ihr wollt, kommen wir gerne zu euch. Nächstes Jahr geht es nach Mallorca. Also ich habe da einen großen Kunden, der will uns unbedingt haben, der hat einfach Bock auf uns und der zahlt das. Ne? Also nicht nur deutschlandweit, sondern auch geht europaweit? Ja, es geht zur Not. Ist natürlich eine reine Bezahlungssache. Ne? Ansonsten freue ich mich sehr, dass du hier bist. Du hast auch schon ein bisschen Vorab-Video gedreht, habe ich mir sagen lassen. Ja. Das Highlight sind halt eben unsere Currywürste oder unsere selbstgemachten Frikadellen. Und wir haben halt eben auch 18 verschiedene Wurstsorten, ob es jetzt Bison ist oder Wildschwein oder Pferdewurst, mögen die Frauen immer nicht hören, aber doch, ist mit drinne, habe ich damals auch mit übernommen. Und ja, was willst du wissen? Wie sah das Menü vor 19 Jahren aus? Vor 19 Jahren hat die Currywurst Pommes auf 5 € gekostet, zum Beispiel. Da kommen wir leider nicht mehr hin. Also nicht Preis angeht zum Beispiel, sondern was jetzt Menüauswahl angeht, zum Beispiel von Fleischsorten. Wo ich angefangen habe? Genau. Da waren ja nur ein paar Wurstsorten dabei. Das war eine normale Curry, eine Krakauer, Pferdewurst war mit dabei. Die hupen schon wieder rum hier, alle verrückt. Da war gut, ich habe noch Seelachs. Ja, genau, Darius! Wir hatten damals noch Frühstücksgeschäft. Damit bin ich angefangen, so morgens um 6 bis abends um 6. Da gab es noch billige Brötchen, lief aber irgendwie nicht so gut. Dann haben wir noch Mittagstisch gemacht, aber irgendwann ist das so rausgekommen, dass die Leute alle Currywurst essen wollten. Ich konnte jeden Tag Mittagstisch machen mit meiner Mutti, die war auch noch dabei, das erste Jahr. Aber irgendwie, egal wie toll Mutti gekocht hat, wollten sie nicht. Die wollten halt eben Currywurst. Also was ich dir sagen kann, hier ist so... was Stand angeht, hier ist sozusagen kaum Laufkundschaft, also weniger. Ja, das stimmt. Und hier natürlich muss man Wenn man noch... mal so guckt, die kommen alle nur gezielt hierher. Wir sind hier nicht in der Fußgängerzone, wir sind, ich sag mal, so ein bisschen weg vom Stamm, weg vom Baum, keine Ahnung. Und die kommen alle gezielt hierher, ja, das stimmt. Das hat halt eben noch ein paar Jahre gedauert, ne, dass wir das so erreicht haben zusammen. Ne? Hier ist auch richtig voll. Ich habe hier auch
Wir haben als ich immer gefilmt sehr habe, gut zu tun, das ist stimmt. ja, Wir haben richtig sogar voll. die Preise nicht angezogen. Ich glaube, wir sind der einzige Restaurant-Gastrobetrieb in Deutschland, der diese 7 und 19%, wir Ja. haben ja eine Erhöhung, wir haben das ja Ja. bekommen, wir haben sogar nicht die Preise angezogen. Und das merken wir, dass die Leute jetzt nicht nur einmal die Woche kommen, sondern zweimal. Hätte ich wahrscheinlich 2 Euro mehr genommen pro Portion, wären die wahrscheinlich nur einmal im Monat hier. Und deswegen ist das auch vielleicht so ein kleiner Vorteil gegenüber den anderen Mitbewerbern. Ja. Und was hast du noch vielleicht, was Gastro angeht, was dein Geschäft angeht, vor zu machen? Ja, bei uns kann man auch ein Franchise machen. Also man kann sich bei uns eintragen und dann, wenn ihr einen Standort hätte ich sogar, wenn ihr Lust habt auf Grömitz, habt ihr Lust auf Büchen oder ich habe viele Standorte zugewiesen bekommen, aber ich habe halt eben kein Personal und ich weiß, das Ding rockt. Man kann von uns auch ein Franchise machen, dann müsste man uns halt eben direkt mal anschreiben, wie das nachher soweit läuft. Ne? Oh. Ja. Und das funktioniert. Ich bin auch die ersten 4 Wochen mit dabei. Also ich putsche den Laden mit hoch, mit Insta, TikTok sind wir mittlerweile auch oder Facebook. Ich werde den Laden mit hochputschen und es läuft auf jeden Fall. Ist aber halt eben auch eine Schweinearbeit. Ist nicht mal eben so eine Wurst umdrehen, wie man sich das immer vorstellt. Das ist schon, ja, muss man mal ausprobiert haben. Ne? Ich hatte vor ein paar Jahren hatte ich eine Millionärin aus Mallorca, sagt sie, hier mein Junior, der möchte auch eine Brutzel machen. Ich so, können wir gerne machen. Was kostet das denn ungefähr? Ich sag so 50.000, wenn du ein gutes Equipment haben möchtest. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was? Schicken Sie ihn erstmal nach Harburg aus Mallorca. Er soll hier erstmal eine Woche Probe arbeiten, damit er überhaupt weiß, was auf ihn zukommt. Also er wollte in Mallorca? Auf Mallorca, weil er kann Spanisch, der ist auf Mallorca groß geworden, die Mutter hat genug Geld und der fand unser Konzept so cool. Und er hat gesagt, sie soll ihn erstmal nach Harburg schicken, nach Hamburg. Und er soll hier mal eine Woche Probearbeiten machen, damit er mal weiß, worauf er sich da einlässt. Und der ist nach dem 3. Tag nicht wiedergekommen. Ja. Und dann kam die Mutter echt ein paar Wochen später, legt uns 200 Euro auf den Tisch und sagt so 200 Euro auf den Tisch und sagt so danke. Und da habe ich ihr gesagt, wissen Sie was, dem ist gerade 49.800 Euro gespart. Also bevor man meint, man muss sowas machen, empfehle ich immer, mach das mal mit. Und man kann davon ausgehen, dass 50.000 es vielleicht noch der Anfang wäre. Ich bin damals mit 10.000 Euro angefangen. Ja? Ja, 10.000 Euro. Die kleinsten Geräte, alles vom Allerkleinsten. Ne? Und Hier? da war der Abstand noch mit drin. War das hier? Das war hier. Das war hier. Durch meinen Vater. Ich wäre ja hier nie reingegangen. Ich bin hier an der Bremer Straße aufgewachsen und geboren. Ich kenne das hier alles wie meine linke und rechte Hosentasche. Okay. Und er meint nur, geh mal, hol mal eine Wurst. Ich so, Papa, nee, ich gehe da nicht ran. Ich hole uns lieber einen Döner. Und dann Deine Eltern kommen aus Gastro? Null, gar nicht. Nee, nichts. gar Nee. nicht. Ich bin da irgendwie reingewachsen. Ich fand das damals so spannend, wo ich auf dem Festival war, dass da jemand stand an der Hauptbühne mit seinem Tapeziertisch, 2 Kreppplatten. Und der hat da Wochen durchgehend verkauft. Also tags und nachts. Und dann habe ich gesagt, das kannst du auch. Da habe ich mir irgendwann so eine Kreppplatte mal ausgeliehen durch meinen Nachbarn und dann habe ich mir das so angeeignet. Ne? Ich habe schon immer gerne verkauft. Ich war gerne auch früher auf Flohmärkten und habe das dann auch irgendwie alles gemacht. Aber jetzt sind wir hier bei der Brutzlütte und das Schärf ist auch so entstanden, dass ihr Kunden quasi mein Tabasco immer leer gelutscht habt. Ihr kamt an als Kunde, hast du mal was Scharfes oder hatte ich nur Tabasco? Dann haben sie dann zu dritt eine ganze Buddel Tabasco leer gemacht, für 3 Euro damals noch. Und da habe ich mir überlegt, du machst ja auch keinen Gewinn und keinen Umsatz, wenn die zu dritt kommen, Flasche leer. Und dann habe ich mir ein bisschen im Internet nachgeschaut und dann ging das so langsam mit der Schärfe los, mit so einer Skala. Da waren wir bei Elton vs. Simon in der Show, falls man das noch kennt, mit Simon Desue. Und dann ging's ab. Ne? Aber man muss halt eben schon 1, 2, 3 Jahre durchhalten. Ne? Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, die ganze Schärfe ist ja, meistens wird ja, glaube ich, höchstens 5, 6, oder? Bis 6. Bis 5. Kann oder? sein. Ja, also, Wir haben bis 12. Ja, aber bis 12. Wir haben sogar reines Kampfzeitziehen, was eigentlich gar nicht mehr erlaubt ist. Das darf ich nur noch beim Schärfewettessen machen. Ja. Die Nummer 12 gibt es auch gar nicht mehr hier. Auf Anmeldung mit Rettungswagen, nüchtern und Unterschrift gebe ich das schon mal raus. Aber so kriegt ihr das nicht mehr, weil A ist hier zu teuer und B ist hier einfach zu gefährlich. Also jetzt alle, die es gegessen haben, haben sich leider den Magen auspumpen lassen. Und es gab Ärger vom Gesundheitsamt. Die machst du natürlich eine Meldung im Krankenhaus. Was haben Sie denn gemacht? Ich war in der Hütte, hab eine Nummer 12 gegessen. Das gab also gab schon Fälle. Ja, es haben auch jetzt, das behaupten immer viele Kunden, ich habe ja schon mal die 12 gegessen. Aber das stimmt nicht. Ich weiß ja genau, wer die 12 gegessen hat in den letzten 19 Jahren. Und das waren höchstens maximal 10 Leute. In den ganzen Jahren? In den ganzen Jahren. In den ganzen 20 Immer beim Schärfettessen. Also beim Schärfettessen habe ich, glaube ich, 2, 3 Mal auch mal so die 12 rausgegeben, bevor es nicht gesperrt worden ist vom Gesundheitsamt oder Verbraucherschutz.
Und jetzt machen wir das auch noch, aber nur auf Anmeldung. Wir haben so eine Liste, wenn die Liste voll ist, rufe ich euch 6 Wochen vorher an und dann könnt ihr dann auch die 12 essen, wenn ihr wollt. Aber ich empfehle das keinen, schon die 10 ist die Hölle. Du hast ja irgendwann das Maximale aus deinem Körper alles rausgeholt. Also selbst bei Schärfe 10 brennt der Mund, die Speiseröhre und auch der Magen. Und das ist ja schon vom ganzen Effekt her ist das auch mega, mega scharf. Bei der 11 und bei 12, die tut halt eben nur viel mehr im Abgang. Ne? Also das ist dann, Ja, die merkst du sogar beim Pullern. Ne? okay, Aber ja. ob das hier ob das jetzt so sein soll, Ja. sei mal dahingestellt. Ne? Ja, und also, ihr seid ja noch im Krankenhaus. Wir haben noch einen zweiten Laden, das wissen aber die wenigsten. Bei der Asklepios-Klinik beim AK Harburg, da stehen wir an der Notaufnahme. Da stehen wir auch. Und sonst haben wir halt unsere 3 Foodtrucks, die immer ständig überall unterwegs sind. In Hamburg? Wo ihr uns bucht. Wir machen jetzt, okay. ich mache keine Märkte mehr, ich mache auch kein Alstervergnügen Harley Days, das ist mir einfach viel zu teuer geworden. Ich stelle mich da nicht hin für ein paar tausend Euro und verheize meine Mitarbeiter und dann hast du da im Endeffekt derjenige, der die Veranstaltung macht, der verdient das Geld. Wir lassen uns lieber buchen, kommen dahin, wo ihr wollt und das ist dann für mich und auch für meine Nerven entspannter. Verstehe. Ja. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Reicht es dir? Ja, Ja, nochmal, nee. Aber sonst vielen Dank, Ja. dass du dir Zeit genommen hast. Ja, hat ich ja danke dir. ein bisschen länger mit uns gedauert. Ja, aber du warst ja alles sehr bestens. energisch, aber jedes Mal, wenn du mich Alles kontaktet bestens. hast, hat es leider nicht so funktioniert. Ja. Aber ich denke für die Zukunft. Ich hoffe, dass dein Imbiss noch 100 Jahre hier steht und dass du so noch weitere 100 Geschäfte, Ja, mindestens 100 Jahre. mindestens auch 100 Geschäfte neu aufmachst. Weil- Eine Anwendung. Das Schöne ist bei uns, die kommen alle gezielt. Und wie man mal im Hintergrund sieht, wir haben alles am Publikum. Wir haben die Bauarbeiter, wir haben die Feuerwehr, wir haben die Polizei, wir haben die Omi mit ihrem Mann, Opi, Schulkinder. Also von der Kundenfrequenz haben wir jede Sorte da. Ob es jetzt die Moslems sind, weil wir unsere eigenen Würste, also deren Würste auf einem anderen Grill machen. Das machen ja auch die wenigsten. Wenn Ne? wir hier zusammen angucken, ist hier sozusagen fast Landstraße. Also seid keine Landstraße. Wir sind hier an der B75. Ja, Genau, also hier ist wirklich, wenn man jede Ecke guckt, hier ist wirklich nicht, also wirklich hier ist keine Laufkundschaft. das stimmt. Und Leider hier, keine also einen Laden zu betreiben seit 20 Jahren, das muss man schon, muss wirklich die Qualität stimmen. Ja, wahrscheinlich ja. Und Ja. auch die Freundlichkeit und das Genau. Service, das Essen natürlich. Ne? Genau. Aber im Großen weil- und Ganzen, ja. Abgesehen von Qualität, man kommt auch öfters auch zum Menschen auch. Und hier wenn ist manchmal ist noch hier so ein Treffpunkt. Da kommen die von Ja. überall hierher und dann hier ist so ein bisschen auch familiär. Weil wenn du hierher kommst, fühlst du dich irgendwie wie zu Hause jetzt nicht ganz, Ja. aber ich merke das immer, wenn die Kunden miteinander auch sich unterhalten und quatschen, nicht so irgendwie doof wie bei Mitbewerbern stehen in der Schlange. Und da passiert nichts, aber die unterhalten sich ja alle irgendwie. Ne? Das ist irgendwie Ja. schön. Ja. Stefan, ich danke dir. Danke dir auch. Ja. Herzlichen Dank. Hörnich. Sehr gerne, Ja, sehr danke, gerne. Danke. Auch mit Zwiebeln okay oder auch mit nur Also ich mach drauf Gurken rein. Der junge Mann, der immer lächelt. Mit strahlenden Lächeln hier. Weißt du? Max. Ha? Max. 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 Jumbo. Jumbo Currywurst, Riesen-Currywurst, ein Pommes. Lass unsere Curry mal Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesehen habe, dass man die nicht in die Tür, sondern drunter legt. Das ist, weil wir später dann so viel noch haben. Warum macht man das? Sagst du? Warum macht man das? Damit die komplett unterm Fett halt ist, ne? Weil meistens hast du das ja dann, wenn sie schon halb fertig ist, schwimmt sie schon oben
Und dann ist natürlich die obere Hälfte, liegt natürlich nicht direkt im Fett, ne? Du hast die voll im Fett. Ach nee, du nimmst ja heute mit. Genau. Trotzdem eingepackt oder? Ja, ruhig eingepackt. Okay. If you don't want there. Ja, Simon, Essen ist fertig. Jetzt könntest du einmal kurz annehmen. Gar nichts und einmal Rachenkitzer. Alles gut, ich weiß schon. Okay. Und dann brauche ich noch eine Käse, Gratgeber. Perfekt, aber erstmal die beiden Currywürste, beide mit Pommes Mayo. Ja, hier Curry Mayo. Curry Mayo, genau. Und dann eine Käse Jalapeno Krakauer. Kriegen wir hin. Ja, hier. Super. Habe ich schon beide eingegeben, dann wäre das nochmal 30,50 €. Das Spezial bei uns bedeutet immer, dass wir die Wurst in der Mitte aufschneiden, dann tun wir Remoulade und Senf da rein. Alles klar, nee, das Wollen Sie gar nicht mehr wissen, ne? Wir wollen eine, das ist die Riesen, ne? Das hier ist die Die Riesenküche. nehmen, das ist die daneben Das ist die Jumbo. und die daneben. Das ist das Jumbo-Pferd. Ja, das Pferd. Super. Jumbo-Pferd oder Riesenpferd? Jumbo-Pferd. Jumbo-Pferd. Mit einer Portion Pommes und so. Currywurst mit. Das wäre eine Currywurst Spezial. Die wird aufgeschnitten, dänische Remoulade und Hotdog. Und Zwiebeln noch drauf. Reis ein bisschen. Eigentlich kommt das originell aus Holland. Bloß da machen sie es mit Mayo. Bloß hier in Deutschland kam das nicht ganz so geil an. Deswegen haben wir uns überlegt, da einfach Hotdog-Brötchen zu machen. Pferd? Ja. Pferdefleisch. Ja, genau. Die bekommen wir zum Beispiel von Schulburg hier aus Hamburg. Ist das ein Fleisch oder was willst du? Ist das Fleisch oder was ist das? Das ist eine Pferdeschlachterei. Ah, Schlachterei. Die machen nur Pferdefleisch. ah, okay. Ja, ich finde das schön, ja. Do you need cutlery? No? Aaron? So, einmal für euch. Dankeschön. Wie das sind? Und die Cola darf ich mir rausholen?
Oder darfst du rausholen? Ja. Das ist die große, ne? Genau. Super. Ich komme gleich mal. Ja, würde ich auch machen. Ne? Was der ist. Dann bis gleich. So, bis gleich, genau. Oh yeah. Die nicht Getränk? Nein. 9 Euro. Das wieder so. Mit Pommes und Curry Mayo. Ja. Und einmal Pommes ohne alles. So eine große oder eine kleine Pommes lieber? Groß oder kleine? Klein. Warte mal, zu trinken brauche ich beide? Zu trinken? Nö, das reicht. Nö, hier sind wir mit 10,50 Euro dabei. Jawohl. Ich hab zu lange. Wie schaffe? Kannst du noch einmal Pommes kurz machen? Das ist noch jünger als ich. Wie alt ist Max? 18? Ja. 19? Oh ja, tut mir leid. Ein junger Mann, wie Paulo sagen würde. Junge will ich. Das ist doch von Anfang an. Ich hatte nie was anderes behauptet. Danke. Und dann gerade hast du das einfach abgezogen. Genau. Eine Pommes. Ja, Dankeschön. Bitte, bitte. Welche Currywurst was ist? Welche Größe? Kleines, kleine gelbe hier vorne. Riesen Currywurst ist hier gerade so ein bisschen nach unten gerutscht. Da drauf ist die Pferdewurst, Jumbo Currywurst und Pferdewurst. Ja, ich auch. Ich auch. Okay. Noch einen schärfer davon oder alle ganz normal? Also ich nehme die 3. Ganz, ganz leicht scharf. Die kann. Magst du Mayo haben? Ja, bitte. Jo. Und für euch? Ich nehme auch die 3. Zweimal? Auch mit Mayo, ne? Ja. Schaffst du auch. Also das ist nicht doll. Nee, ich nehme die 2. Okay. Magst du auch Mayo haben, oder? Ja. Und dann noch 3-mal Cola dazu. Sehr schön. Große? Ja, oder? Eine kleine? Ja, mir reicht nicht. Eine kleine und 2 große. Jo. 3. 32,50. Ja. Die Chefin hier. Also was wird am meisten so halt? Erzähl mir bitte kurz. Bei uns am meisten wird die 5 gegessen. Das ist unser Kreislaufbeschleuniger. Den machen wir auch selber und das ist halt so die europäische Schärfe, das ist die Einsteigerschärfe. Philipp hat auch eben schon erwähnt, ab dahin geht die Schärfe dann sozusagen los. 6, 7, 8er, die werden immer einzelner gekauft. Natürlich, Die werden was? Die werden einzeln? die werden nicht so oft gekauft. Aber das macht ihr selbst, oder? Die machen wir, alles bis 8 machen wir selber. Und dann halt 9 und 10, das kaufen wir dann natürlich auch. Und die 10, das ist die Schärfe, die wir hier rausgeben, das ist unser schärfstes, was wir rausgeben. Die 11 dürfen wir nur rausgeben, wenn wir die Person kennen oder die bestimmtes, dass wir ein Verhältnis zu denen haben, weil wir möchten nicht irgendwelche Leute umbringen oder so. Und die 12 gibt es tatsächlich nur auf Veranstaltungen. Und die 2 ist unsere ganz normale. Also von da an, ich würde immer empfehlen, von der 4 bis zur 8 ist immer am schönsten. Und welche nimmst du? Ich nehme immer die 5,
Aber ich habe ja auch alles schon gegessen, außer die beiden. Ne? Ja, aber zum Beispiel jetzt die Menschen aus Afghanistan, Indien, die können was ab, oder? Was schärfer also geht? das will ich jetzt nicht sagen. Wir haben viele hier, die können auch nur eine 5 essen oder so. Die prallen halt immer mit der Nationalität, die sie haben und sagen, aus meinem Land essen wir scharf, aber die essen dann zum Beispiel meistens eine 7 oder so und dann war es das auch. Weil bei uns ist es halt so, dass ab der 7 geht es halt nur noch bergauf. Also das doppelt sich dann einfach nur noch. Also 9 ist halt dann fast doppelt so scharf wie die 11 oder so. Also 11 ist auf jeden Fall 9-mal so scharf wie die 10 und 9 ist fast so, ja, fast die Hälfte. Also 12 ist lebensmüde. 12 ist auf jeden Fall lebensmüde und das darfst du auch nicht essen, wenn du nicht bei Schärfeessen mitmachst. Wenn man was? Man darf das nur essen, wenn man beim Schärfeessen mit. Oh, ich kann nicht mehr reden. Also bei Wettbewerb mitgemacht bei hat. Wettbewerb mitmacht. Oder wenn du hier einen Krankenwagen organisierst und das mit uns absprichst. Heißt der. Heißt der. Nur einen Currysteuer. Der Teller mit den Dreiern, die nicht scharf ist, einzeln. Dankeschön. Geht das? Ja, wir brauchen aber noch. Ja, wollte ich gerade sagen. Das fehlt uns. Was? Nein, das ist die Wildschweinbratwurst. Was? Die Wildschweinbratwurst. Das ist eigentlich bei uns eine ganz normale Bratwurst, aber die können wir auch als Currywurst zubereiten. Genau, dann haben wir hier einmal die Schärfegrad 6 und die Schärfegrad 3. Genau, dann ist es halt schon. Weil da hast du auch gut was gesagt, nämlich wenn wir die ganzen Würste schneiden, dann würden wir das vielleicht manchmal auch unterscheiden. Verwechseln. Ja, verwechseln. Genau. Das meine ich ja. Also schneidet ihr nur Curry? Nur Curry schneiden wir, genau. Die riesige Currywurst und die kleine Currywurst. Sonst nichts? Sonst nichts, weil das sind ja auch Sachen, die bei... Das heißt, das ist jetzt... Welches ist nochmal? Wildschweinbratwurst. Wildschweinbratwurst. Und? Die Haut oder der Darm, je nachdem, wo drin es gemacht ist, ist einfach viel zu dick. Und wenn man die nicht anschneidet, explodiert die in der Fritteuse. Und darauf hat keiner Lust und Laune. So, irgendwann hast du ein Gefühl für was welche Wurst ist und so. Und jede Wurst sieht ja auch ein bisschen anders aus. Genau, das Funktion klingt jetzt zudem, kannst du auch ablehnen, aber irgendwas musst du auch ein bisschen auswählen. Den darfst du mir einmal geben. Danke dir. Eine Mischung Butterwein. Dankeschön. Ich nehme die Kiezmischung noch dazu. Halb hast du links drin. Dann hat man Pommes. Was ist das für eine? Das wäre eine Pferdewurst-Spezial. Das ist das gleiche Prinzip wie bei einer normalen Currywurst, bloß mit anderem Fleisch. Beide Zwiebeln. Also man kann speziell mit jedem Fleisch machen? Ja, Rennverlänger, ja. So schmeckt tatsächlicherweise nicht mit jedem Fleisch. Biefern und sowas ist persönlich einfach nur, finde ich besser, wenn man ohne alles isst. Aber weil der Geschmack deutlich rüberkommt. Aber rein von Dingen her kann man es mit allen machen. So. Ist halt sehr übertönend der Geschmack. Mayo? Machst du extra? Ganz normal, ne? Da musst du Mayo extra? Okay. Kommt da noch ein Getränk dazu? Einmal da bitte. Ja. Welches Grad, Chef? Das wäre 8. 8? 8. Oh. Jo. Schmeckt noch, muss man aber nicht mehr essen. So alles, was
Oh. 4, 5, 6, 7 sind noch irgendwo lecker. Aber 8 in die Richtung muss man mögen, muss man abwehren. Selber machen ein bisschen. Das ist für eine andere Bestellung, die erst gleich kommt. Ich habe da keine Pommes hochgemacht. Ich hoffe. Currywurst? Das ist die Currywurst in der 8 und das ist die Currywurst in der 5. 5? In der 5. Und 8. Und 8, genau. Und du selbst sagst, ist gerne 10, ne? Ja, auf jeden Fall jeden Tag natürlich. Jeden Tag. Du nimmst eine ganz normale Currywurst mit Pommes? Und dann die ganze normale Pommes und den Ketchup und Mayo. Normalen Ketchup. Nix. Aber jetzt alles hier, oder? Ja. Hast du einen Link? Nee. Alles klar, perfekt. Okay. So, wie viel habt ihr? Ja. Ganz entspannt. Ich habe bloß zweimal die gegriffen. Macht Zeit? Perfekt, klasse. Dann jetzt echt eine Currywurst. Pommes, alles über nicht am Nicht vegane Currywurst, also eine ganz normale Currywurst, ne? Nicht, ja. Mit Pommes oder sind die Pommes auch extra? Also die Portion Pommes teilen wir uns. Ach so, das ist dann verstehe ich es auch. Und nimmst du das jetzt, damit das beim nächsten Mal einfach nur ab das Gesicht. Ja. Alles nach Mayo oder Ketchup, irgendwas hat Pommes? Zweimal vegane Mayo und einmal Ketchup. Alles klar. Sollen die auch extra sein? Das ist super. Okay. Und so ein über normalen Fritz-Cola. Fritz-Cola? Zweimal oder einmal, was meinst du? Eine Fritz-Cola und eine über normalen Ein Kehr. Kehr wieder? Kehr wieder. Kehr wieder ist richtig, ne? Ja. Das ist dieses Alkoholfreie. alkoholfreie. Alles, was Ian sagt. Ich sag's trotzdem nochmal eine doppelte Vegan. Alles, was er sagt, ist richtig. Ja, aber er redet auch viel Stuss, weißt du? Aber jetzt gerade nicht. Jetzt gerade nicht. Also eine doppelte Vegan in der 8, zweimal Pommes extra, eine Currywurst ohne Pommes, dann zweimal vegane Mayo extra, ein Pot Ketchup und dann 2 Getränke. Und wir wollten schon noch eine Soße. Genau, und Carolina Reaper Soße hast du davon noch. Alles klar nicht. Dann wenn das total mal 44,19 €, was alles zum Mitnehmen und zum Essen? Zum Essen. Zum Essen. Natürlich.
bisschen schärfer die Würste oder beide ganz normal? Ganz normal beide. Ganz normal beide. Auf die Pommes irgendetwas drauf? Mayo. Mayo? Ja, auch bei beiden? Ja. Also zweimal genau das gleiche? Ja. Bekommt ihr noch ein Getränk dazu? Einmal Kiezmische und... Ja, zweimal. Zweimal, perfekt. Das ist sehr gut. Dann wäre das noch 21 Euro. Ja, das Karte bitte.